Heute ist das große Finale für unsere Unterschenkelprothese, die dynamische Armprobe. Jetzt schauen wir uns an, was mit dem Gangbild passiert, wenn wir an ein paar Stellschrauben drehen. Am Ende dieser Serie habt ihr die Basics schon mal zusammen und steht schon mal nicht mehr nur daneben, sondern könnt hoffentlich schon gut mitarbeiten. Willkommen zu einer neuen Folge. Bei Gottet. Die statische Armprobe hat schon ganz gut geklappt. Ein bisschen rumschrauben mussten wir, aber jetzt schauen die Werte echt gut aus. Wenn du die statische Armprobe nochmal kurz wiederholen willst, kannst du das hier gerne tun. Dann kommen für unseren Techniker die Probe aufs Exempel. Jetzt testen wir mal die Prothese bei der Tätigkeit, für die wir sie überhaupt gebaut haben. Aber Vorsicht! Bei den ersten Gehversuchen immer am Bahn oder mit Krücken gehen. Einen Sturz wollen wir wirklich vermeiden. Der Schaft der Prothese passt auch schon ganz gut. Vielleicht muss man noch ein paar Kleinigkeiten ändern, die man so in der Statik nicht gesehen hat. Wie die Kondylübergreifung, Anlageflächen oder den Vollkontakt des distalen Endes. Hier können mehrere Sachen für Druckstellen oder Passformschwierigkeiten verantwortlich sein. Am Ende der dynamischen Armprobe gehen wir noch schnell ein paar Hinweise zum Schaft durch. Nur wie starten wir jetzt überhaupt? Wenn wir auf alles gleichzeitig schauen müssten, würden wir am Ende vor Informationsoverload gar nichts mehr erkennen. Deswegen schauen wir uns jetzt jede Ebene einzeln beim Anwender an und schauen auf bestimmte Dinge, die bei einer guten Prothesenversorgung vorkommen oder eben nicht vorkommen sollen. Am Ende wollen wir, dass der Anwender so physiologisch wie möglich geht. Und dabei bedienen wir uns ein paar Zeichen im Gang, die uns sagen, ob alles okay ist. So eine Armprobe beruht auf jahrelanger Erfahrung, um auch wirklich die letzten Details herauszuholen. Aber mit diesen Leitfaden habt ihr schon einmal die Grundlagen abgedeckt und könnt mitfachsimpeln. Starten wir mit der Hauptfunktionsebene, der Sagittalebene. Hier interessiert uns einmal, ob und wie stark der Anwender in die Standphasenflexion geht. Die kann nämlich zu viel und zu wenig sein. Und mit ein paar Drehungen an den Schrauben können wir das gut beeinflussen. Wie genau, klären wir gleich. Als nächstes schauen wir uns den Fersenauftritt an. Bei manchen Prothesenfüßen kann man den zum Beispiel durch Keile verändern. Die Prothesenhöhe wird jetzt einmal hier hingepackt. Die ist natürlich auch super wichtig. Ob die stimmt, werden dir die meisten Anwender sofort sagen. Die spüren das sehr gut. Geht am besten diese Eckpunkte bei der Armprobe der Reihe nach durch, damit ihr nichts Wichtiges vergesst. In der Frontalebene schauen wir uns erstmal das Knie an und ob es in der Lastübernahmephase einen komischen Seitschlag nach medial oder lateral macht. Das ist eins der Dinge, die wir nicht wollen. Der Fuß sollte auch mittig abrollen. Wenn das nicht der Fall ist, kann das ein Anzeichen für einen falschen Aufbau sein. Aber dazu später mehr. In der Transversalebene schauen wir uns hauptsächlich die Rotation des Fußes an. Die sollte, wenn möglich, symmetrisch zur anderen Seite sein und ca. 5 bis 7 Grad betragen. Na dann, ab zur Armprobe. Ein Parameter, der sich super eignet, um zu überprüfen, ob der Aufbau für den Anwender passt, ist der Kniebeugewinkel in der Standphase. Ich zeichne das hier mal für euch auf und dann kann ich euch zeigen, wie sich der je nach Prothesenanpassung verändert. Also das ist der Graph des Kniewinkels eines nicht amputierten. Links habt ihr die Standphase und rechts die Schwungphase. Also seht ihr hier den Kniewinkel über den gesamten Gangzyklus. Ein nicht amputierter hat in der Regel einen maximalen Schwungphasenwinkel von ca. 65 Grad und einen Standphasenflexionswinkel von 25 Grad. Probiert's ruhig mal selber aus. Da achtet man gar nicht selber drauf. Unser Anwender ist Unterschenkelamputiert und so sieht's an Kniewinkel aus. Unterschenkelamputierte haben eine geringere Standphasenflexion. Das ist ganz normal, aber das muss man wissen. Der Schwungphasenwinkel ist gleich zum Nicht-Amputierten. Also wollen wir auch beim Unterschenkelamputierten eine Standphasenflexion sehen. Die ist zwar nicht so ausgeprägt wie beim Nicht-Amputierten, aber immer noch gut sichtbar. Und das ist unser Ziel bei der Armprobe. Wie kommen wir jetzt dahin, wenn wir in der dynamischen Armprobe keine optimale Standphasenflexion sehen? Indem wir die Prothese nochmal leicht anpassen. Also was passiert mit dem Kniewinkel, wenn wir den Fuß weiter nach anterior schieben? Dann sieht so aus. Der Standphasenwinkel wird geringer, weil die Bodenreaktionskraft
weiter anterior verläuft. Der Schwungphasenwinkel wird durch die Veränderung nicht beeinflusst. Und wie schaut's aus, wenn der Fuß weiter nach posterior verschoben wird? Logisch, der Standphasenwinkel wird größer. Das ist ein Weg, um noch die letzten Details rauszuholen. Jetzt lassen wir den Prothesenfuß mal an der gleichen Position, aber erhöhen mal die Plantarflexion und schauen, was passiert. Okay, das schaut schon anders aus. Der Standphasenwinkel wird kleiner und das Knie wird früher gestreckt, weil der Anwender mit dem Vorfuß Bodenkontakt hat. Eine starke Dorsalextension bewirkt genau das Gegenteil. Der Kniewinkel in der Standphase erhöht sich und das Maximum wird später erreicht. Also wird bei der DE-PF-Veränderung nicht nur beeinflusst, wie stark der Standphasenwinkel ist, sondern auch das Timing davon. Wenn also der Anwender zu früh die Standphasenflexion abbricht, ist mehr DE schon mal ein Ansatz. Ich schreibe das hier nochmal schnell für euch auf. Eine Veränderung der AP-Position des Fußes beeinflusst, wie stark der Anwender in die Standphasenflexion geht. Weiter nach vorne, weniger. Weiter nach hinten, mehr. Eine Veränderung der DE oder PF macht das auch und verändert auch das Timing des Beugewinkels. Mehr DE erhöht den Beugewinkel und verlängert die Zeit der Standphasenflexion. Bei einer höheren PF ist es genau umgekehrt. Bei solchen Anpassungen fallen oft Kommentare wie: Es fühlt sich so an, als ob ich bergab oder bergauf laufe. Wenn das Timing stimmt, verändert erstmal nur die Fußposition, um das gut einzustellen. Aber wie immer, danach wieder die Richtwerte auf dem Lazar kontrollieren. Fun Fact: Die Veränderung in der Fußposition hat einen geringeren Einfluss darauf, wie anstrengend das Gehen für den Anwender ist. Eine veränderte DE oder PF hat stärkere Auswirkungen darauf, wie viel Sauerstoff der Anwender beim Gehen verbraucht. Verrückte Welt. Jetzt kümmern wir uns um die Frontalebene. Hier interessieren uns hauptsächlich, dass der Fuß mittig auftritt und abrollt. Und ob das Knie keine wilden Sachen anstellt. Fangen wir beim Knie an. Hier schauen wir über die gesamte Standphase, ob das Knie nach medial oder lateral wegknickt. Das wollen wir vermeiden. Das passiert nämlich, wenn die falschen Drehmomente zum falschen Zeitpunkt wirken. Wenn das Knie zum Beispiel nach medial wegknickt, wirkt ein zu starkes Valgusmoment und der Fuß muss weiter nach medial. Wenn uns das Knie nach lateral abhaut, ist es genau andersrum. Und der Fuß muss weiter nach lateral. Praktisch. Kann man sich gut merken. Hier ist das stark übertrieben dargestellt. Oft reichen nur ganz kleine Handgriffe an den Schrauben, um schon viel zu verändern. Wenn ihr die Prothese in der Werkstatt und bei der statischen Anprobe schon gut eingestellt habt, sollte das schon ganz gut passen. Aber etwas nachjustieren kann immer notwendig sein. Hier sind die erwähnten Verschiebeadapter richtig praktisch. Dann mal weiter im Text. Wenn der Adduktionswinkel eures Schaftes nicht passt, steht der Fuß samt Rohr in der Schwungphase schräg. Das heißt, bei einem nach lateral zeigenden Rohr und einer Innenkantenabrollung des Fußes muss der Schaft stärker in den Varus. Wenn es nach medial zeigt und der Fuß an der Außenkante abrollt, mehr in einen Valgus. Am Ende schaut ihr nochmal, ob der Fuß auch mittig abrollt. Aber macht jede Anpassung einzeln, sonst kommt man schnell durcheinander. Dann kommt man auch weiter mit der Detektivarbeit. In der Transversalebene schauen wir uns die Rotation des Fußes an, ob die symmetrisch zur Gegenseite ist. Aber achtet darauf, dass auch eine veränderte Fußrotation einen Einfluss auf den Vorfußhebel hat und somit die Fußeigenschaften und sogar den frontalen Knieschlag beeinflussen kann. Jetzt noch ein paar kurze Hinweise zum Schaft. Hier sind die Hinweise des Anwenders essentiell. Durch den dorsalen Randverlauf darf die Beugung nicht unnötig eingeschränkt werden. Wenn der Schaft in AP oder ML zu weit ist, kann das zu einer Instabilität beim Gehen oder zu Hubbewegungen führen. Distal wollen wir immer einen Vollkontakt zum Stumpf. Natürlich sollte die Prothese auch sicher am Anwender halten. Kondylbettungen, Vakuumsysteme, Liner, Dichtlippen, Pins und so weiter machen es möglich. Und natürlich sollten keine Druckstellen oder Schmerzen auftreten. Die Fehlersuche kann oft eine echte Detektivarbeit sein. Hier gilt auch, immer Schritt für Schritt schauen, was die Ursache für den Fehler sein kann. Und eine nach dem anderen ausschließen. Ich gratuliere euch!
Jetzt habt ihr einen groben Fahrplan, wie man eine Unterschenkelprothese von der Werkbank bis zu den ersten Gehversuchen aufbaut und einstellt. Im Laufe der Zeit stoßt ihr noch auf weitere viele Details in diesem Bereich. Das ist eine echte Kunst, eine super Prothese zu bauen. Aber jetzt habt ihr zumindest mal die Grundlagen, mit denen ihr euch an diese Aufgabe wagen könnt. Danke euch, dass ihr dieses Thema zusammen mit mir erforscht habt. Im Laufe der Zeit widmen wir uns noch den anderen Prothesenarten. Es war mir wie immer eine Ehre. Dann bis zum nächsten Mal bei Got It.